Der Konflikt um Taiwan spitzt sich seit Jahren zu. China sieht die demokratisch regierte Insel als abtrünnige Provinz an, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll, notfalls auch mit militärischer Gewalt. Sollte es tatsächlich zu einer See- oder Luftblockade Taiwans durch China kommen, hätte das gravierende wirtschaftliche Auswirkungen, die schnell in eine globale Depression münden können, wie wir sie zuletzt zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren erlebt haben. Taiwan ist der wichtigste Produzent von Halbleitern weltweit. Rund 60% der fortschrittlichsten Computerchips kommen von taiwanesischen Fertigern wie TSMC. Ohne diese Chips könnte die globale Digitalisierung nicht aufrechterhalten werden. Sie sind die Basis für Produkte wie Smartphones, Autos und medizinische Geräte. Eine Blockade Taiwans würde die Lieferkette für diese Chips zusammenbrechen lassen. Infolgedessen können Hersteller wie Apple, Samsung oder Volkswagen schon nach wenigen Wochen nicht mehr produzieren, da die Lagerbestände an Halbleitern schnell aufgebraucht wären. Millionen von Arbeitsplätzen in der Elektronikindustrie weltweit wären bedroht. Da moderne Volkswirtschaften stark von der Digitalisierung abhängen, würde dies eine tiefe Wirtschaftskrise auslösen. Auch andere Branchen wie die Autoindustrie oder der Maschinenbau, die ebenfalls in hohem Maße auf Computerchips angewiesen sind, würden massiv unter Lieferengpässen leiden. Viele Unternehmen müssten ihre Produktion drosseln oder ganz stoppen. Die Folge wäre ein starker Rückgang der Wirtschaftsleistung sowie steigende Arbeitslosigkeit. Weitere wirtschaftliche Verwerfungen wären auf internationalen Märkten zu erwarten. Der Welthandel würde durch fehlende Güter und gestörte Lieferketten einen herben Dämpfer erleiden. Wichtige Exportnationen wie Deutschland oder Japan, deren Wohlstand stark vom Export abhängt, würden in eine tiefe Rezession rutschen. Auch die Binnenkonjunktur würde leiden, da der private Konsum durch Arbeitsplatzverluste einbrechen würde. Auch globale Finanzmärkte wären betroffen. Steigende Risikoaufschläge für Staatsanleihen schwächerer Länder und fallende Aktienkurse wären die Folge. Dies könnte eine neue Finanzkrise auslösen. Staaten müssten mit billionenschweren Konjunkturprogrammen gegensteuern, um eine globale Depression, wenn überhaupt möglich, zu verhindern. Hohe Staatsschulden und die Folge der Corona-Pandemie hätten die Handlungsfähigkeit jedoch bereits geschwächt. Die Abhängigkeit von Halbleitern aus Taiwan hatte eine Achillesferse globaler Lieferketten geschaffen. Ein militärischer Konflikt muss deshalb unter allen Umständen vermieden werden. Er hätte katastrophale sozioökonomische Folgen weltweit, die das Wohlergehen von Milliarden Menschen gefährden würden. In diesem Video wollen wir uns damit befassen, wie es zu dieser Spitzenposition Taiwans bei der Halbleiterproduktion kommen konnte. Zu empfehlen ist hier bei allen Interessenten das 2022 erschienene Buch Chip Wars des amerikanischen Autors Chris Miller, das wir jetzt hier auch mal einblenden werden. Wo beginnen wir? Am 19. April 1965 erschien in der Zeitschrift Electronics, einer Fachzeitschrift für die Radioindustrie, ein Artikel mit dem Titel, den sich nur ein Techniker und ein Ingenieur hätte einfallen lassen können. Mehr Komponenten auf integrierte Schaltkreise packen, das war der Titel des Artikels. Diese ernsthafte Betrachtung des Komponenten-Crammings von Gordon E. Moore, einem Elektroingenieur, der später Intel leitete, hätten eigentlich die Träumereien eines Nerds sein können. Stattdessen handelt es sich möglicherweise um den einflussreichsten Fachzeitschriftenartikel, der jemals veröffentlicht wurde. Durch Extrapolation seiner Beobachtungen auf die entstehende Halbleiterindustrie in der Nähe von San Francisco gelang es Moore, die gesamte Zukunft der Datenverarbeitung vorherzusagen. Vor allem prognostizierte er, dass sich die Anzahl der Transistoren, die ein Ingenieur auf einem Siliziumchip unterbringen könne, etwa alle 2 Jahre verdoppeln würde. Diese Prognose wurde im Laufe der darauffolgenden Jahrzehnte so eindrucksvoll bestätigt, dass sie heute als Moores Gesetz bekannt ist. Vor 60 Jahren passten 4 Transistoren auf einen Chip. Heute sind es 11,8 Milliarden. Doch die Halbleiterindustrie beginnt eigentlich schon 10 Jahre vor Moores Artikel. Am Anfang steht hier ganz klar William Shockley, ein mit dem Nobelpreis ausgezeichneter Physiker und später ein geisteskranker Eugeniker. Shockley verfiel dem rassistischen Wahnsinn und ließ zum Beispiel sein Sperma in Samenbanken lagern, da er es für rassenrein und besonders IQ-haltig hielt. Shockley hat den Transistor miterfunden, der heute den Großteil der Elemente ausmacht, die zu Milliarden auf einen Siliziumchip gecrammt werden und die Vakuumröhren in früheren Computern ersetzt hat.
Im Jahre 1955, also eben 10 Jahre vor Moores Artikel, eröffnete Shockley Semiconductor in Mountain View, Kalifornien, auch um in der Nähe seiner älteren Mutter zu sein, die in Palo Alto lebte. Dieser Zufall ist der Hauptgrund, warum die San Francisco Bay Area die angestammte Heimat der Halbleiter ist. Aber die eigentliche Gründung des Silicon Valleys wird den verräterischen 8 zugeschrieben. Einer Gruppe von Ingenieuren, zu denen auch Moore gehörte, die sich 1957 von Shockley trennten, weil er sowohl verrückt war als auch unfähig, kommerziell zu denken. Die 8 Männer gründeten gemeinsam Fairchild Semiconductor. Der Leader der Gruppe war der in Iowa geborene Bob Noyce, der beliebte Erfinder des Microchips. Noyce wurde kein Eugeniker. Stattdessen gründete er zusammen mit Moore Intel und war bis zu seinem Tod im Jahre 1990 als Bürgermeister des Silicon Valley bekannt. Von Beginn an wollten die Sowjets dabei sein bei diesem Chip-Spiel. Bemerkenswert ist die Art und Weise, wie der heimliche Austausch von Halbleiterforschung zwischen Moskau und Stanford in den 1960er Jahren zu einem Wettrüsten im Kalten Krieg führte, welches das nukleare Wettrüsten überschattete. Die Spionagespiele dieser Zeit sind legendär. Alfred Sarant und Joel Barr, kommunistische New Yorker und ausgebildete Ingenieure, schlossen sich Julius Rosenbergs Spionagering an, flohen in die UdSSR und halfen beim Aufbau der sowjetischen Computerindustrie. Leider gerieten die Bürokraten unter Nikita Chruschtschow so in Panik und hatten so einen Drang, mit den Vereinigten Staaten bei dieser Entwicklung von Chips gleichzuziehen, dass sie es den sowjetischen Wissenschaftlern verweigerten, ihren eigenen Forschungen nachzugehen und sie zu der unwürdigen Arbeit verurteilten, zwangen, die Schaltkreise von Texas Instruments, einem weiteren frühen amerikanischen Halbleiterunternehmen, zu kopieren. Auf diese Weise gerieten sie in Rückstand und konnten nicht mithalten, während die Chip-Ingenieure gemäß dem Moore'schen Gesetz mit rasender Geschwindigkeit voranstürmten. Dass Europa die Bedeutung von Transistoren nicht begreift, kommt in einer großartigen Geschichte über den französischen Präsidenten Charles de Gaulle zum Ausdruck, der an einem Transistorradio herumschnüffelt. Tatsächlich. Ein Geschenk des japanischen Premierministers aus dem Jahr 1962. De Gaulle fand das Radio offenbar geschmacklos, ein kitschiges Ding für das Kleinbürgertum. Erst viel später gelang Europa in den Niederlanden der Durchbruch in der Chiptechnik mit der Erfindung der Lithografie im Extrem-Ultraviolett, einer atemberaubend präzisen Technologie, die die Transistoren immer weiter verkleinerte, als der Fortschritt der Militarisierung vorübergehend ins Stocken gerät. Tatsächlich beherrscht ein niederländisches Unternehmen, ein einziges, inzwischen 100% des EUV-Marktes, ohne den hochmoderne Chips nicht gebaut werden können. Akio Morita, der Mitbegründer von Sony, ist ein weiteres Idol von Chipworld, der Pionier der Verwendung von Chips in der Unterhaltungselektronik. Als Erbe einer Sake-Brennerei in der 15. Generation weigerte er sich, das Unternehmen weiterzuführen. Stattdessen konzentrierte er sich in den 1950er Jahren ganz auf Transistoren und baute das Unternehmen auf, dem die Wiederbelebung der japanischen Wirtschaft nach dem Krieg zugeschrieben wird. Vor allem durch den Verkauf von Produkten wie dem Walkman auf den amerikanischen Märkten. Und dann ist da noch China. Obwohl einige in den Vereinigten Staaten Xi Jinping, den Präsidenten des Landes und Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas, bei seiner Machtübernahme für einen Reformer hielten, wurde schnell klar, dass Xi sich von Anfang an über die westliche Überzeugung lustig machte, dass das Internet demokratische Werte verbreiten würde. Tatsächlich haben die Chinesen ihre eigene autoritäre Version des World Wide Web geschaffen, indem sie Duplikate amerikanischer Webseiten und Apps wie Google und Facebook entwickelten, während sie die Originale verbieten. Ausländische Firmen werden nur dann nach China gelassen, wenn sie sich dieser Zensurpolitik unterwerfen. Was Xi Jinpings China nicht geschafft hat, ist, sich den erwarteten Anteil am Chipmarkt zu sichern. Mit massiver staatlicher Unterstützung produziert das Land inzwischen 15% der weltweiten Siliziumchips, ein relativ dürftiges Stück vom Kuchen, da China offensichtlich nicht auf das private Kapital zurückgreifen kann, das ansonsten in den Halbleitersektor geflossen ist. Zu den Nutznießern dieser gigantischen Kapitalströme von ausländischen Investoren zählt zum Beispiel Japan.
das nun 17% der weltweiten Chips herstellt, und Taiwan, das mittlerweile 60% dieser Chips herstellt. Taiwan ist also der Olymp des Siliziumchips. Auf seinem Gipfel steht Morris Chang, Meister der Wirtschaftsdiplomatie, Gründer der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC und ihrer unvergleichlichen Chip-Fertigungsanlagen Fabs. Und mit 91 Jahren der weltweit anerkannte Zeus von Chipworld. Er wuchs zunächst während des Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieges als Wanderer in China und dem britischen Hongkong auf, überquerte den Ozean und schloss ein Ingenieurstudium am MIT ab und machte später einen PhD in Stanford. 1958 landete er bei Texas Instruments, wo er sich mit der Verbesserung der Chip-Herstellungsmaschinen beschäftigte, die zu einem ebenso wichtigen Produkt wie die Siliziumchips selbst geworden waren und es immer noch sind. Es war ein schrecklicher Fehler, dass Texas Instrument Chang als CEO in den frühen 80er Jahren übergangen hatte. Auf Einladung der taiwanesischen Regierung reiste Chang nach Taiwan, wo er TSMC gründete. Wie gesagt, ihm ging es vor allen Dingen um die Herstellung von Chips für andere Unternehmen und nicht um die Produktion fertiger Elektronik. Auf diese Weise konnte sich TSMC auf die Steigerung der Effizienz in den Fabriken konzentrieren und gleichzeitig mit allen großen Chip-Designern, insbesondere Apple, zusammenarbeiten. Diese beeindruckende Zusammenarbeit zwischen Taiwan und dem Rest der demokratischen Welt legt nahe, dass die Gerüchte über den Untergang des Globalismus stark übertrieben sind. Vielmehr geht es hier um den Kampf zwischen Autokratie und Demokratie, der von Siliziumchips angetrieben wird. In diesem Konflikt ist Taiwan derzeit das unwahrscheinliche Epizentrum von Technologie, Weltwirtschaft und Chinas hochriskanter Rivalität mit dem Westen. Für uns alle bleibt also hier zu hoffen, dass hier es bei China ein Einsehen gibt, Zurückhaltung gibt, beziehungsweise dass der Westen hier die richtige Kommunikation, sage ich mal, findet zwischen Härte, Durchsetzungsfähigkeit und Diplomatie. Man will natürlich China auch nicht brüskieren. Daneben, man muss es ganz klar sagen, ist natürlich extrem wichtig, dass wir Kapazitäten außerhalb Taiwans aufbauen. Es gibt sehr große Projekte hier, die laufen in der Europäischen Union, unter anderem auch in Deutschland, solche Chip-Fabriken zu bauen. Es ist unglaublich schwierig, man kann sich das nicht vorstellen. Es dauert wirklich Jahrzehnte, bis man hier tatsächlich dazu kommt, solche Fabriken, wie es sie hier in den Niederlanden, die eine Fabrik, und in Taiwan gibt. Ja, also man kann auf keinen Fall sagen, wir ziehen jetzt einfach mal da so ein paar Fabriken hoch, so ein paar Mega-Factories und bauen Chips. Das braucht wirklich konsequente Investitionen für Jahrzehnte. Man muss es ganz klar sagen, Europa und auch Deutschland haben hier in den letzten Jahren tatsächlich gepennt. Ich meine, es ist gut für Taiwan, dass die so führend sind in dem Bereich, aber es ist natürlich vor dem Hintergrund dieses Aggressors China, die ja ganz klar Taiwan für sich beanspruchen, ein gigantisches Risiko für die Welt. Ja, also wir reden hier über Ukraine-Krieg, wir reden hier über Israel und so weiter. Was hier passieren würde in Taiwan wäre um vieles schlimmer. Und wir wären tatsächlich alle davon betroffen. Wie du sehen kannst, wir befassen uns sehr intensiv mit dem, was in der Welt passiert, was für Investoren wichtig ist, was für Personen wichtig ist, die im Ausland investieren wollen, die vielleicht ins Ausland umziehen wollen, um sich hier steuerlich aufzustellen, die verstehen wollen, wie die Welt funktioniert. Wenn auch du planst, ins Ausland umzuziehen, vielleicht um deine Steuerlast zu optimieren, dann lade ich dich ein, hier ein Beratungsgespräch zu buchen. Den Link packen wir in die Beschreibung rein. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen und über dein Auslandsvorhaben im Beratungsgespräch zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.